Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie ich meine Hackfleisch-Pide mache. Im ersten Schritt kommen alle flüssigen Zutaten in die Maschine, plus der Zucker und die Hefe. Und das Ganze wird so lange gerührt, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Anschließend kommt dann das Mehl hinzu. Und am Ende kommt dann Salz und Olivenöl hinzu. Das Ganze wird auf mittlerer Stufe ca. 10 bis 15 Minuten geknetet, bis der Teig dann gleich so ausschaut, wie es bei mir ist. Die Konsistenz muss es haben. Danach wird die Schüssel, in der der Teig dann ruhen wird, gut eingefettet. Und der Teig wird dann einmal gedehnt und gefalten, wie ihr das jetzt gerade bei mir seht. Wenn das dann erledigt ist, geht es dann an die Füllung. Der Teig muss ungefähr 1 Stunde ruhen an einem warmen Platz abgedeckt. Für die Füllung brauchen wir Kartoffeln, Hackfleisch und Petersilie. Das Besondere an dem Rezept ist die Kartoffel. Die muss ganz, ganz fein gerieben werden, wie ihr das jetzt gerade seht. Die Petersilie muss fein gehackt werden. Ihr könnt natürlich auch die Petersilie komplett weglassen, wenn ihr das nicht mögt. Normalerweise kommen da ja keine Kartoffeln mit hinzu, sondern meistens nur Hackfleisch und Petersilie. Aber die Kartoffeln haben den Vorteil, dass die Füllung noch schön saftig bleibt. So, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Da muss das Hackfleisch zuerst angebraten werden und danach kommen die Kartoffeln in die Pfanne. Das Ganze auf mittlerer Hitze. Und die Menge einmal gut schön anbraten, bis es halt gut durch ist. Also nicht erschrecken, das wird so pampenartig, aber das Schöne daran ist, dass die Kartoffeln, dadurch, dass ihr das mit anbratet, das zieht dann komplett in das Hackfleisch mit ein. Und am Ende, falls ihr das Video jetzt bis zum Ende schaut, werdet ihr sehen, von den Kartoffeln ist kaum noch was zu sehen. Und die halten die Pides so richtig schön saftig. Also es schmeckt nicht trocken. Das hat den Vorteil mit den Kartoffeln. So, wenn das Ganze dann gut angebraten ist, dann natürlich die Petersilie mit hinzupacken und die komplette Mengenangabe schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Am Ende kommt dann Salz, Pfeffer und Paprikapulver hinzu. Das Ganze wird dann gut umgerührt. Und die Masse kann dann kalt gestellt werden. So, dann geht's an den Teig. Das Ganze wird dann portioniert. Da kommen ungefähr 18 Pides raus. Das Ganze muss dann ungefähr immer 55 Gramm haben. Plus, minus natürlich, das ist nicht schlimm. So, und wenn ihr dann die Teiglinge rund schleift, so wie ich das jetzt gerade mache, dann darf kein Mehl auf der Arbeitsfläche sein, weil dann lässt sich das ganz schwer nur so einrollen. Ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr damit dann fertig seid, gut abdecken, alles. Und dann kann man auch schon mit der Füllung beginnen. So, das Ganze wird so ausgerollt, wie ich das jetzt gerade mache. Also der Teig muss immer gut bemehlt werden. Umso einfacher geht das. Immer schön in eine Richtung.
Dann könnt ihr von der Füllung eine gute Portion drauf machen. Und dann werden die Seiten schön eingedrückt. Ein kleiner Tipp noch von mir, macht die Seiten ein bisschen feucht mit Wasser, dann haften sie viel, viel besser aneinander. Bei mir war es leider so, dass ein paar aufgerissen sind. Also, falls ihr das nachmachen solltet, befeuchtet es und dann schön andrücken. Und so schaut das Ganze dann aus. 8 Stück kommen ungefähr auf ein Blech. So bekommt ihr auch die Form hin. Also wenn ihr das immer nach oben und nach unten gut mit Mehl und dann wenn ihr dann alle Pides befüllt habt, wird das Ganze nochmal mit einem ganzen Ei, was aufgeschlagen wird mit einer Gabel, bepinselt. Das hat den Vorteil, dass die Pides viel, viel kräftiger und eine schönere braune Farbe bekommen. Und am Ende ist natürlich optional, könnt ihr noch ein bisschen Sesam auf die Pides draufstreuen, so wie ich das gleich mache. Das Ganze wandert dann im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für circa 15 bis 20 Minuten im Backofen auf mittlerer Schiene. Und da noch ein kleiner Tipp von mir, habt immer euren Backofen im Blickfeld, denn manchmal geht es auch ein bisschen schneller und manchmal dauert es. Und daher immer darauf achten, auf die Pides. Und falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen freuen. Und falls du neugierig geworden bist auf noch mehr Rezepte, dann lass doch einfach ein Abo da. Und gleich zeige ich dir dann das Ergebnis, wie das dann alles so ausschaut.
Und hier haben wir das erstaunliche Ergebnis von meinen Pidis. Nein, also erstaunlich, doch, es ist erstaunlich. Es, die Füllung, die macht es wirklich unglaublich saftig, wie du es jetzt gerade siehst. Ich reiße es auch nochmal auf, von innen. Also man sieht kaum was von der Kartoffel. Und unten ist auch eine unglaublich schöne Bräune. Sie schmecken einfach unglaublich. Du solltest sie auf jeden Fall ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.